Hallo, ich bin die Johanna Machner aus Bad Mitterndorf. Ich bin Biobäuerin aus Leidenschaft. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Begleitet uns auf einen Rundgang über unsere Flächen, über unseren Hof. Grundsätzlich ist mein Mann und mir, die wir eben gemeinsam diesen Hof bewirtschaften, guter, gesunder und verantwortungsvoller Umgang mit der Natur sehr wichtig. Und richtig ausschlaggebendes Ereignis war das, ich bin einmal Ende Juni da herin in diesem Gebiet auf einem Stiergerl gesessen, auf einem Platzl gesessen. Und es war ein herrlicher Sommertag und ich habe mir gedacht, irgendwas fehlt mir, irgendwas stimmt nicht. Bis ich draufgekommen bin, dass wirklich eine Totenstille da war. Mir hat das Insektensummen gefehlt und das war so richtig dieser Wendepunkt, der Auslöser, wo wir gesagt haben, wir wollen Maßnahmen ergreifen, wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, damit diese Insektenpopulationen wieder kommen und dieses wunderschöne sommerliche Summen und Zirpen wieder da ist. Eine ganz bestimmte Art von Pflanzen, die speziell auf unseren Hutweiden wachsen, sind verschiedenste Arten der Distel. Wir sind im Laufe der Jahre draufgekommen, dass diese Disteln als Brutablageplätze für Schmetterlinge und verschiedenste Insektenarten dienlich sind und schauen eben da auch, dass wir wirklich mit Maß und Ziel Schwenden, Bestände stehen lassen, um eben diese Entwicklung dieser Insektenpopulationen nicht im Wege zu stehen und aber trotzdem genug Weideland für unsere Kühe freizuhalten. Wir haben wie einige kleiner strukturierte Betriebe auch einen Eigenwaldbestand dabei. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir als Waldbesitzer jetzt da haben, ist zu schauen, wie kann unser Wald diesen klimatischen Veränderungen standhalten, wie müssen Wälder aufgebaut sein, dass wir da einfach auch eine Möglichkeit haben, die zu erhalten. Und mir ist einfach wichtig, dass man sich als Landwirt, als eine Person oder ein Berufstätiger versteht, der diese Wege vielleicht auch erkennt und die anschaut. Wir haben im Moment einen Mischbestand aus Fleckvieh und aber langsam und kontinuierlich neu inkludiert die Ennstaler Bergschecke, die eine hochgefährdete Rasse ist. Der Grund dafür ist, dass wir uns Gedanken machen, auch wie dieser Betrieb, den wir bewirtschaften, klimafit werden kann. Ein Fleckvieh braucht viel Wasser und Grünfutter im Wachstum und somit auch in der Fleischproduktion. Die Ennstaler Bergschecke ist generell kleinrahmiger, genügsamer und langsam wüchsiger. Das heißt, ich verbrauche auch weniger Wasser, weniger Futter, um dieses Tier aufzuziehen und zur Schlachtreife zu bringen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Gesellschaft oder eine breitere Öffentlichkeit eine realistische Vorstellung vom Beruf Landwirt kriegt. Wir waren selber, wie viele andere Landwirte, die es tagtäglich sind, an einem Punkt, wo wir uns nicht mehr sicher waren, ob wir den Betrieb weiterführen können. Wenn man aber an so einem Punkt angelangt ist, kann sich dann natürlich daraus der Vorteil ergeben, dass man dann auch sagt, gut, wenn wir es jetzt wieder versuchen, dann lass uns den Kopf völlig frei kriegen von allen Vorstellungen, die vorher da waren und lass uns schauen, ob wir ein Konzept entwickeln können, was wirklich genau zu unserem Betrieb, zu unseren Stärken passt. Und dann ist die Arbeit ein Teil meiner Persönlichkeit oder meiner Familie, so wie sie ist. Und dann denke ich mir, ist das auch ein gutes Konzept, was auch langfristig umsetzbar ist.